So Freunde, wir sind gestrandet in der Medina von Marrakesch. Wir müssen aber zum Flughafen und unser Flug startet in Fez. Das Problem, wir haben aktuell noch keinen Plan, wie wir dorthin kommen und nur 3 Tage Zeit. Und weil das Ganze sonst nicht spannend genug wäre, haben wir uns noch mal eine Reihe an Herausforderungen gestellt, wie so eine Art Pfadfinderabzeichen. Spoiler schon mal, es läuft nicht alles nach Plan. Wir haben jetzt hier 3 Stunden dumm rumhocken. Ziemlich genau 10 Minuten, bis der Zug fahren soll und haben noch kein Ticket. Also schauen wir mal, ob wir rechtzeitig in Fez ankommen oder ob wir mitten in Marokko stranden und wie viele Abzeichen wir einsammeln konnten. Los geht's! Ich finde es auch krass, wie viele am Handy sind. Ja, die gucken gar nicht richtig auf die Straße. Ja. Gelaufen wird jetzt erstmal hier die Hauptstraße entlang, bis wir ankommen bei der ersten Schnellstraße, die Richtung Norden geht. Unser Meilenstein bzw. Tagesziel ist Casablanca, schön im Norden von Marrakesch an der Küste. Na gut, dann geht's los, ne? Naja, dann stehen wir hier erstmal, ne? Dann stehen wir erstmal. Mal gucken, ob das irgendwas wird. Achso, Taxi nicht. Ja, Taxi wollen wir auch nicht. Komm, er. Die Ladefläche. Ja, Taxi. Der erste ist gehalten, aber Taxi. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Stadt ein bisschen schwieriger ist als unterwegs. Halten die ganze Zeit die Taxis halt, weil ich so hier stehe. Keine Ahnung. Ist halt in der Stadt schwierig. Ja. Take me to Casablanca. Also. We try to drive with other people, not like taxi. Where are you going? Casablanca, but we don't want to take a taxi like. We can take the train station. Yeah. Casablanca. Okay, thank you. The taxi, it's no. Okay. It's you want the taxi, by the traffic expansion. Okay, thank you. Hat er einen Tipp gegeben oder was? Nee, Zug. Zug, ja. Hatte ich ja auch gesagt. Ich habe denen jetzt versucht zu erklären, dass wir halt mit anderen Autos fahren wollen, so mit Autostop, so hätte ich sagen müssen oder so, oder keine Ahnung. Der Plan war eigentlich zu trampen, aber bis dahin haben nur Taxis angehalten. Und ganz ehrlich, wenn niemand anhält, also wirklich niemand, dann fängt man irgendwann an zu zweifeln, ob das wirklich funktionieren kann. Gerade wenn man so wie wir das erste Mal trampen ist. Wir waren an der Stelle schon so weit, dass wir die Kamera ausgestellt haben, aber kurz nach dem 3. Taxi passierte dann das, womit wir in der Situation gar nicht gerechnet hatten. Er nimmt uns mit. Wohin denn? Die Richtung. So, hat einen Moment gedauert, aber wir haben auf jeden Fall Fahrer gefunden. Die fahren schon mal ein Stück Richtung Casablanca. Let's go. Nehmen Sie öfters Leute mit, die trampen? Oui, bien sûr. Normalement, si quelqu'un fait un autostop, si vous avez la même direction, il n'y a pas de problème. Moi normalement, c'est que si je n'ai pas rien à faire aujourd'hui, je vous emmène à Casablanca, il n'y a pas de problème, moi, je marche. Je reste à Marrakech aujourd'hui, c'est pour ça. Par contre, là où je vous emmène, c'est facile pour vous de trouver la route jusqu'au Casablanca parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui prennent l'autoroute là
Ça sera très facile. Au revoir. Das hat doch schon mal für den Anfang jetzt ganz gut geklappt. Ja, ich hoffe, man versteht dich überhaupt. Ja, wahrscheinlich nicht. Okay. Aber wir gehen jetzt da lang und dann gehen wir Richtung Autobahn. Ja. Also Freunde, ihr habt es auf jeden Fall schon mitbekommen. Wir haben es mit unserem französischen Fahrer, beziehungsweise Fahrer, der Französisch gesprochen hat, bis zur Autobahn geschafft, Richtung Casablanca. Heißt natürlich, jeder, der jetzt hier fährt, fährt zumindest in die Richtung von Casablanca. Da ist natürlich besser die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand uns mitnimmt, in die richtige Richtung. Ja? Dann gucken wir mal weiterkommen, ne? Naja, los geht's. Es hat aber auch echt nicht lange gedauert, bis das erste Auto angehalten hat. Okay. Ja. Let's go. Wir haben den zweiten Fahrer gefunden. Und zwar Zakaria. And we go to Casablanca. Yes, we go to Casablanca. Do you take people often with you, or is it just It's first time? first time. Ah, thank you so much. Marfa. Sometimes I work in Indra. Ah, you work. Okay. I work in Indra, in Casablanca, and like Uber. Dans une semaine, au rond-point, prendre la première sortie et continuer sur M9. Interesting. Damit waren wir wirklich auf dem Weg nach Casablanca. Aber erstmal Zeit für eine Kaffeepause. Nicht nur, dass uns der Fahrer mitnimmt, der hat mir jetzt auch noch einen Kaffee ausgegeben. Das kann ja gar nicht sein. So ein netter Typ. bis hierhin lief es tatsächlich deutlich besser, als wir erwartet hatten. Wir waren nicht nur in die richtige Richtung unterwegs, sondern auch genau dahin, wo wir hin wollten. Und das schneller als gedacht. Deshalb haben wir uns an der Stelle auch Challenges gestellt, um sozusagen Pfadfinderabzeichen freizuschalten. Welche das genau sind, blende ich jetzt einmal ein. So, wir sind angekommen, Casablanca. Fahrer ist weg, Schlüssel steckt, Auto läuft und lässt uns hier, zwei fremde Leute aus einem anderen Land, mit dem Auto und dem Autoschlüssel hier stehen. Würdest du das machen? Das ist eine gute Frage. Also, ich meine, natürlich könntest du das Auto jetzt klauen, aber wir sind nette Leute, wir klauen keine Autos. Würde ich das machen? Wahrscheinlich eher nicht. Also Zündung aus, Schlüssel raus und... Ich würde selbst bei Freunden den Schlüssel ziehen. Also selbst bei Kollegen würde ich den Schlüssel ziehen und nicht stecken lassen. Und an diesem Punkt wurde aus so einer einfachen Mitfahrgelegenheit deutlich mehr, als wir erwartet hatten. Zakaria, der selber nicht aus Casablanca kommt, bot uns an, bei seinem Kollegen Hamza zu übernachten. Und damit hatten wir gleich, ohne danach zu fragen, unser erstes Abzeichen erhalten. Für unsere neuen Freunde habe ich jetzt natürlich erstmal französischen Rap angemacht. Das ist, denke ich mal, die beste Basis. Also, wie ihr es gerade vielleicht gesehen habt, man kann hier Fleisch kaufen, wo wir gerade waren. Haben wir jetzt auch gemacht. Und dann kann man eigentlich nach oben gehen, kann es grillen lassen und dann gibt es halt Essen. Bei denen war jetzt alles voll, deswegen haben wir das zu einem anderen Grill gebracht. Es wird das Fleisch gegrillt, dann bringen wir es serviert. Aber neben dem Essen gab es auch das klassische marokkanische Getränk, und zwar den Minztee. Zu essen gab es hier die Rindsbratwurst, dazu Lammfleisch und Kamelhackfleisch.
Und nach dem echt guten Essen haben uns Zakaria und Hamza noch ein paar Orte in Casablanca gezeigt. Unter anderem den Königspalast. Der König hat nämlich 4 Residenzen in den Königsstädten Casablanca, Fez, Marrakesch und Rabat. Außerdem haben sie uns die Twin Towers gezeigt, die dem World Trade Center von New York nachempfunden waren. Und natürlich die Moschee von Hassan II. Das ist nämlich die größte Moschee Marokkos und dabei auch eine der größten Afrikas. Damit ging der erste Tag zu Ende, der deutlich besser lief, als wir es an dem Morgen erwartet hätten. Und mit insgesamt 250 zurückgelegten Kilometern hatten wir Casablanca erreicht und insgesamt 5 Abzeichen erreicht. Für den zweiten Tag war der Plan eigentlich klar. Weiter trampen Richtung Rabat, Meknes und schließlich nach Fez. Aber heute erstmal ein bisschen Planänderung. Wie man es vielleicht hört, bin ich nämlich ein bisschen krank. Eigentlich wollten wir weiter trampen, aber die will mich innerhalb von 5 Minuten rauswerfen. Einfach, weil ich krank bin. Deswegen fahren wir jetzt von hier aus mit dem Zug. Sind aber ein bisschen spät dran. Uns noch ziemlich genau 10 Minuten, bis der Zug fahren soll. Und haben noch kein Ticket. So, wir sind jetzt hier in der Train Station. Natürlich dachten wir können jetzt direkt mit dem Zug fahren. Aber ja, wir mussten jetzt einen späteren nehmen und haben jetzt hier 3 Stunden dumm rumhocken. Aber nicht schlimm, wir haben uns hier einen schönen Espresso geholt, alle beide. Und so, verbringen jetzt hier ein bisschen die Zeit, bis es weitergeht. Und ja, also viel passiert jetzt heute eigentlich nicht mehr, nur ein bisschen Content aus dem Zug. Der Junge sieht wirklich nicht gut aus. Das geht schon. Also mir geht's blendend, aber ich bin ziemlich sicher, dass der Kerl mich noch anstecken wird. Und damit endete der zweite Tag komplett anders als geplant. Statt weiter zu trampen, saßen wir mit meiner kleinen Erkältung im Zug nach Fez. Das war zwar nicht die Route, die wir eigentlich geplant hatten, aber immerhin eine, die uns näher zum Rückflug gebracht hat. Nach insgesamt 300 Kilometern erreichten wir dann schließlich Fez und hatten damit leider nur ein Abzeichen erhalten. Natürlich haben wir in Fez dann wieder in der Medina übernachtet. Und diesmal in einem kleinen, traditionellen Riad. Riad heißt dabei direkt übersetzt Garten und bezieht sich auf den kleinen Innenhof, umrundet von verschiedenen Gebäuden. Früher waren die Gebäude meistens von einer großen Familie bewohnt, während die heute meistens als Unterkünfte verwendet werden. Und Luca, wie geht's dir heute? Geht so. Geht so eigentlich. Also ich weiß nicht, ob man es hört, wahrscheinlich hört man es. Gestern war auf jeden Fall nicht so. Nase auf jeden Fall zu. Gut abgerotzt bei Husten heute. Aber jetzt sonst eigentlich so semi okay. Ganz normale Erkältung. Nur halt nicht zu Hause. So. Das ist unser Ausblick. Und das ist unser Frühstück. Gutes Messme. Schön warm. Meint ihr, man darf das so zusammenklappen oder ist das schon wieder nicht in Ordnung? Das war ein bisschen knapp. Wow, das habe ich gelernt hier. Und ich habe mich auf den Tee fokussiert. Und schon haben wir hier den Tee vertauscht. Und da du natürlich krank bist, müssen wir das jetzt anders lösen. Ja, Aufgabenaufteilung. Da hat auf jeden Fall einer reingeschissen beim Tee einschenken. Ich habe die extra auseinandergestellt, die beiden Gläser. Und er hat die beide zusammengestellt. Man weiß nicht mehr, was wo. Strong. Dann haben wir uns natürlich noch die Medina angeschaut. Die Medina von Fez ist nämlich die größte noch bewohnte mittelalterliche Altstadt der Welt und besteht aus rund 9000 kleinen verwinkelten Gassen.
Trotz Google Maps und GPS kannst du hier schnell verloren sein. Außerdem befindet sich hier, ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht falsch aus, aber die Al-Qarawiyyin-Universität, die im Jahre 859 nach Christus gegründet wurde und damit die älteste noch bestehende Universität der Welt ist. Und natürlich durften auch die berühmten Gerbereien von Fez nicht fehlen. Peace. Hey, peace. Und damit endet unsere Reise quer durch Marokko. Ehrlich gesagt hatten wir nie gedacht, dass diese letzten 3 Tage so verlaufen würden. Aus einem Problem wurde ein Abenteuer. Aus Fremden wurde Gastgeber und dann Freunde. Und aus einer einfachen Rückreise wurde eines der spannendsten Kapitel unserer Marokko-Reise. Dabei hatten wir auf dem Rückweg insgesamt 7 der Pfadfinderabzeichen erhalten. Und falls du noch nicht gesehen hast, wie wir von Fez über die Wüste Sahara bis nach Marrakesch gekommen sind und was wir dort erlebt haben, schau dir hier das Video an. Oder abonniere den Kanal für weitere Reiseabenteuer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Reise.